Ey, Alter. Alter. Das ist so ein Wort, das hört man hier wahrscheinlich gerade in Frankfurt relativ häufig. Sei es hier am Frankfurt Airport oder im Bahnhofsviertel, in der Innenstadt, wo auch immer. Es ist ja so ein umgangssprachliches Wort. Es ist aber auch der Name einer Kleinstadt in Norwegen. Und diese Kleinstadt in Norwegen ist auch ein neues Ziel von Discover Airlines. Ganz frisch aufgenommen im Winter 2025, 2026. Und es ist zugleich auch die Stadt der Nordlichter. Habe ich zumindest gelesen. Da konnte ich mich natürlich nicht lumpen lassen, diese Stadt einmal zu entdecken, da einmal hinzufliegen. Und genau auf diese Reise nehme ich euch in diesem Video mit. Auf geht's! Discover Airlines fliegt die Strecke seit dem Winterflugplan 2025-2026 als Direktverbindung von Frankfurt nach Alta, also ganz hoch im Norden von Norwegen. Und die Flugzeit liegt bei rund 3 bis 3,5 Stunden. Geflogen wird hier mit einem Airbus A320 in einer Economy- und Business-Class-Konfiguration. Und natürlich profitiert ihr hier auch von Anschlussflügen von bzw. nach Frankfurt mit der Lufthansa. Und damit herzlich willkommen in Alta. Gerade angekommen hier mit der Discover Airlines im Airbus A320. Und ihr seht, es ist schon dunkel hier. Ortszeit ist gerade 14:15 Uhr etwa. Also quasi so die Zeit nach der Mittagspause. Und es ist tatsächlich hier schon die richtige blaue Stunde. Und das Interessante ist, man läuft hier richtig auf dem Eisfeld, aber es ist gar nicht glatt. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns gleich nach der Einreise hier, wollte ich schon sagen, aber die gibt es ja nicht, ist ja Schengen-Raum, also hinter Flughafen etc. so erwartet. So, und angekommen hier im Ankunftsbereich vom Alta Airport. Und das ist so eine Kombination aus Ankunfts- und Abflugbereich hier. Sehr, sehr kleiner Flughafen. Und hier wurde gerade auch schon ein sogenannter Airport-Bus sehr stark beworben durch Werbung, Poster etc. Ich habe das gerade gesehen, das Ganze kostet 150 Kronen, um hier ins Zentrum von Alta zu kommen. Jetzt habe ich parallel gerade schon mal auf Google Maps geschaut. Es gibt hier aber auch ganz normale Linienbusse. Und da kostet die Fahrt umgerechnet ja so 4 bis 5 Euro nur. Diese 150 Kronen, das wären jetzt so zwischen 12 und 15 Euro etwa. Das heißt, das ist quasi ein Drittel von dem Preis. Und da werde ich jetzt einmal hingehen, um hier direkt mit dem Linienbus, die Fahrt dauert übrigens nur 10 Minuten, ins Stadtzentrum zu fahren. So, und direkt hier vom Flughafen hält dann auch schon der Bus. Und ihr könnt hier auch Tickets kaufen mit der App Snelandia. Also da könnt ihr direkt über die App ein Ticket kaufen und dann hier einfach ganz normal in den Bus einsteigen, diesen benutzen. Fährt dann, wie gesagt, direkt ins Zentrum von Alta und das Ganze so einmal die Stunde. Das Schöne ist, das wird auch alles bei Google Maps angezeigt. Also ihr gebt da einfach nur euer Hotel ein und die Verbindung wird direkt angezeigt. Perfekt. Und nach 10 Minuten Busfahrt angekommen im Zentrum hier von Alta. Und das war echt eine coole Busfahrt. Also die haben hier richtig moderne Busse, super bequem und wie gesagt preislich auch recht in Ordnung. Jetzt geht's hier ins Hotel. Ich habe hier das Thon Hotel oder Thon Hotel, irgendwie so heißt es auf jeden Fall, gebucht. Das ist so ein Stadthotel hier in Alta. Die Hotelauswahl hier generell geht so, also ein bisschen beschränkt. Es gibt hier noch ein Scandic Hotel und halt eben dieses Hotel. Ansonsten gibt es hier natürlich noch diese ganz typischen Hotels mitten im Schnee. Diese eher Airbnb-typischen Hotels. Allerdings waren die nahezu ausgebucht schon, als ich den Trip gebucht habe. Deswegen ist es jetzt hier das Stadthotel. Und hier sind wir auch schon angekommen am Hotel. Und hier auf der linken Seite ist auch gerade dieser ominöse Airport-Bus angekommen. Ihr seht, ganz egal, auch mit dem Linienbus ist man zur gleichen Zeit da. Jetzt erstmal einchecken und gucken, was uns hier im Hotel erwartet. Zimmer 631, also auf der 6. Etage. Und da schauen wir mal rein, was uns das Thon Hotel hier oder Thon Hotel uns hier so anbietet. So, wir haben hier ein Doppelzimmer mit 2 Betten. Das Ganze skandinavisch einfach. Also wirklich nur 2 Betten. Hier noch ein Fernseher. Und wenn wir einmal in Richtung Badezimmer schauen, Dusche, Toilette, alles da. Alles einfach, alles vorhanden. Ist auf jeden Fall ein relativ einfaches Hotel, wenn man das hier so sieht. Aber für den Preis, für norwegische Verhältnisse auf jeden Fall völlig in Ordnung. Ich habe hier so für 3 Nächte pro Nacht ca. 100 Euro bezahlt. Und das Ganze inklusive Frühstück. Und als Ergänzung noch zum Hotel,
Hier gibt es übrigens auch ein sehr gut ausgestattetes Fitnessstudio. Das heißt, auch auf Reisen kann man hier wunderbar Sport einbauen. So, Kapuze habe ich erstmal abgemacht, die wird hier nämlich nicht benötigt. Kein Regen, sondern einfach nur kalt und verschneit, aber auch sonnig, wenn die Sonne dann draußen ist. Erster Stopp ist jetzt ein Supermarkt hier gewesen, denn direkt neben dem Hotel hier ist so ein Einkaufszentrum und da ist auch ein schöner Supermarkt drin. Das gucke ich mir jetzt mal an. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Lebensmittelpreise. Die sind natürlich ein bisschen höher als in Deutschland oder ein bisschen viel höher. Mal schauen. Ja, das sieht hier auf jeden Fall schon mal sehr einladend aus. Alles auch schön sauber. Hier gibt es so ein bisschen Obst und Gemüse. Dann gab es eben auch am Eingang ein paar Backwaren. Hier gibt es so ein bisschen tropische Sachen auch. Und hier gibt es auch eine heiße Theke. Das heißt, hier kann man sich auch heiße Sachen zum Mittagessen oder zum Abendessen holen direkt. Und hier dann auch schon die Fleischtheke. Sieht auch alles sehr, sehr lecker aus. Schöne Auswahl. Käse etc. gibt es auch. Also macht einen guten Eindruck. Und natürlich nicht zu vergessen, Norwegen, ganz klar, hier gibt es auch Fisch. Schaut euch das mal an. Eine richtig schöne kleine Fischauswahl schon mal. Ja, und ich denke mal, das ist tatsächlich hier auch wirklich nur eine kleine Fischauswahl. Mal sehen, ob ich hier in Alta auch noch irgendwie so ein typisches Fischrestaurant oder so eine Fischbude, Imbiss, was auch immer finde. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Aber hier der Supermarkt, auf jeden Fall schön sauber, schönes großes Sortiment. Also im Prinzip so wie so ein Supermarkt in Deutschland. Und vielleicht mal hier als Beispiel, hier gibt es so ein bisschen Butter. Das Ganze kostet rund 50 Kronen, also umgerechnet so 5 Euro. Ja, und was ich auf jeden Fall am spannendsten hier finde, ist, was das Bier hier wohl kostet. Also es gibt hier auf jeden Fall eine große Auswahl auch vom Bier. Aber ja, Norwegen und die skandinavischen Länder, die sind bekannt für teure Alkoholpreise. Und hier auf jeden Fall zu sehen schon mal ein riesiges Regal mit verschiedenen Biersorten. Auch die ganzen lokalen Biersorten, aber auch internationale Marken, Carlsberg etc. Und das Ganze kostet hier zum Beispiel für so eine Dose 50 norwegische Kronen, also auch umgerechnet so eine Dose 5 Euro. Hier gibt es aber auch die Discount-Variante. Das Ganze nur knapp 30 Kronen, also ja, 3 Euro etwa. Also ist echt okay. Ich habe wirklich hier mit deutlich teureren Preisen gerechnet. Und das Einkaufen hier, das entschleunigt richtig. Also hier sind erstmal wenige Leute im Supermarkt und ich weiß nicht, man wird hier auch nicht so gestresst. Man kann hier einfach in Ruhe sich leiten lassen durch den Supermarkt. Ist auf jeden Fall schon mal das erste Erlebnis hier in Alta. So, nachdem ich jetzt gerade in der Mall war und mir da noch was zu essen und zu trinken gekauft habe, bin ich jetzt noch mal rausgegangen hier in Alta. Und Alta eignet sich wirklich gut für Spaziergänge. Wir haben es jetzt übrigens gerade 17:30 Uhr Ortszeit und es ist wirklich stockdustere Nacht. Aber man hat hier wirklich richtig viele tolle Fußwege neben den Straßen und kann da richtig gute lange Spaziergänge machen. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade auf dem Weg zu einem Aussichtspunkt, an dem soll man die ganze Stadt richtig gut sehen können. Und ihr seht, gut, hier ist jetzt der Fußweg gerade vollgeschneit, aber es ist auch überhaupt kein Problem, hier einfach auf der Straße lang zu laufen. Und das geht wirklich gut, alles verschneit, aber jetzt nicht wirklich glatt. Und das lädt auf jeden Fall ein, sich hier auch ein bisschen draußen zu bewegen. Ich würde auch sagen, das ist richtig wichtig, gerade wenn die Tage so kurz sind, dass man hier trotzdem sehr, sehr viel Zeit draußen verbringt. Ja, und dadurch bedingt, dass das hier auch nur so eine Kleinstadt ist, sind das jetzt auch nur wenige Meter vom Hotel gewesen. Also ich bin jetzt vor 10 Minuten losgegangen und bin jetzt gleich schon direkt hier an der Wasserseite und werde mal schauen, ob man da Alta bei Nacht nochmal richtig gut sehen kann. Und jetzt bin ich schon angekommen an einem Aussichtspunkt hier und ich kann jetzt zwar noch nicht die Stadt sehen, beziehungsweise die Stadt ist jetzt da hinten, aber ich kann hier zumindest schon mal einen ersten Blick auf ganz, ganz leichte Nordlichter werfen. Das Kuriose an der ganzen Sache ist, wenn man mit dem Auge in die Richtung schaut, dann sieht man sie nur wirklich ganz, ganz leicht und es sieht eher aus wie Wolken, die da so am Himmel sind. Aber wenn ich jetzt mit der Kamera bzw. mit dem Handy in die Richtung gehe, dann kann man das richtig, richtig gut sehen. Das sieht auf jeden Fall mega aus. Ich zeige euch das gleich mal. Auf jeden Fall ist es hier an der Wasserseite auch wirklich jetzt ordentlich kalt. Also die Temperatur jetzt im Januar liegt so bei -5 Grad.
aber Handschuhe und dicker Schal, das ist definitiv notwendig. Wenn nicht sogar Thermounterwäsche, die liegt jetzt gerade im Hotel. Deswegen bleibt das auch definitiv ein sehr kurzer Spaziergang hier. Aber es ist auf jeden Fall richtig faszinierend und es macht richtig Lust, hier auch noch weitere Dinge rund um Alta zu entdecken. Und nach einigen Minuten bin ich jetzt schon wieder zurück in der Nähe vom Hotel hier, beziehungsweise im Stadtzentrum von Alta. Und neben mir, da ist jetzt die bekannte Nordlichtkathedrale. Diese Kathedrale sehen wir jetzt einmal hier. Man sieht auch, da ist ein Kreuz drauf und sie hat eine wirklich schöne Architektur. Und bei besten Bedingungen kann man sogar über ihr direkt die Nordlichter sehen. Das Ganze ist ansonsten tagsüber ein Museum, geöffnet allerdings nur von 10 bis 13 Uhr. Wie gesagt, alles super zu Fuß zu erledigen hier. Und vom Hotel zur Kathedrale sind es hier auch nur 200 Meter. Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus Alta. Ich habe hier richtig gut geschlafen und gleich geht es endlich raus wieder, denn jetzt ist auch mal ein bisschen Tageslicht da. Es ist jetzt 9:30 Uhr etwa, die Sonne ist so ein bisschen aufgegangen, das heißt, man sieht auch ein bisschen draußen was. Und schaut euch das mal an, das ist hier der Blick aus dem Fenster. Da ist auch nochmal die Nordlichtkathedrale gut zu sehen und hinten so ein bisschen Gebirge. Und wir haben heute auch keine Wolken, das heißt, es verspricht ein richtig schöner, kurzer, heller Tag hier zu werden. Jetzt ist es natürlich ziemlich kalt hier draußen und ich bin ja eher so der Sommerreisende. Also ich fliege eigentlich die meiste Zeit zu Sommerzielen, habe dementsprechend den Kleiderschrank auch voll mit Poloshirts, T-Shirts, kurzen Hosen etc. Da muss man hier natürlich ein bisschen anders vorbereitet sein. Und ich habe mich ein bisschen vorbereitet mit so ein bisschen Winterkleidung. Und auch die möchte ich euch nochmal kurz zeigen. Und zwar habe ich mal so ein bisschen bei Amazon eingekauft, aber halt auch wirklich nur die Basic-Sachen, die so ein bisschen helfen, dass man hier nicht völlig erfriert. Einmal so ein paar Waterproof Socken, also die wärmen und sind zugleich auch wasserfest. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee im Schnee. Dann habe ich hier noch so ein Oberteil, das ist so eine Skikleidung gewesen. Das werde ich mir gleich mal hier unterziehen unter die Jacke. Also, ja, ist auf jeden Fall schon mal schön warm innen drin, auch so ein bisschen Vlies. Und natürlich habe ich noch eine Unterwäsche, beziehungsweise eine Unterhose hier, eine lange. Auch die aus diesem Fließmaterial. Das heißt, auch die sollte dafür sorgen, dass ich hier jetzt nicht völlig erfriere. Mal sehen, ob das heute was bringt. Schal noch dazu. Schuhe, da habe ich eher so eine typischen Wanderschuhe mitgenommen, weil ich auch ehrlich gesagt keine Schneeschuhe habe. Aber ich glaube, in der Mischung, da sollte das auf jeden Fall passen. Auf ins verschneite Alta. Hinter mir jetzt nochmal zu sehen, die Morgensonne mehr oder weniger um inzwischen 10 Uhr. Ich habe mich jetzt hier auf den Weg gemacht in Richtung einer Mietwagenstation, denn ich habe für 2 Tage nochmal einen Mietwagen gebucht, um hier nochmal mit dem Auto ein bisschen mobiler zu sein und die ganze Ecke hier zu erkunden. Und so sieht das hier übrigens aus, tagsüber. Richtig schöne kleine verschneite Straßen, kleine Wohnsiedlungen etc. Alles irgendwie romantisch. Hier übrigens zu sehen, die Hauptstraße. Hat irgendwie alles was mit dem Schnee hier. Macht's richtig, richtig schön kuschelig, mehr oder weniger. Mietwagen abgeholt, ein Skoda Elroq. Den gibt's hier auch direkt im Autohaus, witzigerweise. Da war die Avis-Station, wo ich das Ding gerade abgeholt habe. Ja, Skoda Elroq, was heißt das? Das ist ein E-Auto. Und das liegt einfach daran, dass hier in Norwegen die Neuzulassungen bei über 90% liegen, wenn es um E-Autos geht. Einfach bedingt durch steuerliche Anreize und so weiter. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe es auch schon gesehen auf den Wegen hier, es gibt hier sehr, sehr viele Ladesäulen. Also da ist man meilenweit Deutschland und anderen Ländern in Europa voraus. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das jetzt hier so für ein Auto ist. Ist auf jeden Fall ein schöner SUV und modern, scheint ganz neu zu sein. Ja, wobei 7.100 Kilometer. Aber wir sehen hier schon 71% geladen und eine Restreichweite von 176 Kilometern. Das ist halt das Ding bei E-Autos. Die Reichweite ist einfach noch zu wenig. Aber gut, ich glaube, es wird für heute reichen und da mal schauen, wie sich das hier nachher so gestaltet, wenn das Ding dann geladen werden muss. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Jetzt aber erstmal los und auf in Richtung der ersten Aktivität für heute. So, 10 Minuten Autofahrt später, war eine richtig coole Fahrt hier durch die verschneite Gegend. Bin ich jetzt angekommen am ersten Stop, am Restaurant Sami Sida. Das ist hier so ein Café und ja, vor den Toren von Alta gelegen.
Es geht mir jetzt aber gar nicht darum, hier einen Kaffee zu trinken oder ähnliches, sondern hier wird eine Rentierbesichtigung angeboten. Das heißt, neben diesem Restaurant bzw. an dieses Restaurant angeschlossen hier ist auch eine Rentierfarm und da soll immer ein bisschen was erklärt werden. Um 11 Uhr mittags zu der ganzen samischen Kultur, also zu der Kultur von den einheimischen Menschen hier, Geschichte etc. Und man soll auch die Möglichkeit haben, die Rentiere sich anzusehen und diese möglicherweise auch zu füttern. Da bin ich auf jeden Fall jetzt mal gespannt, wie das hier so wird. Das ist richtig cool hier, das lohnt sich wirklich. Kostet übrigens knapp 50 € pro Person. Und wir haben gerade zunächst ein bisschen was über die Geschichte hier erfahren. Die haben uns mal gezeigt, wie sie es so in der Vergangenheit mit den Rentieren hier gehandhabt haben. Dass die im Frühling bzw. im Herbst immer umgezogen sind, also immer in andere Ecken hier von der Region rund um Alta. Und jetzt haben wir die Möglichkeit bekommen, die Rentiere hier auch mal direkt zu erleben, sie zu füttern und auch zu streicheln. Dazu haben wir hier so ein bisschen Futter bekommen und sind direkt einmal zu den Rentieren gegangen. Und ihr seht schon, die haben auf jeden Fall auch ordentlich Hunger. Und man kommt denen hier wirklich ganz, ganz nah. Also man kann hier wirklich direkt die Rentiere streicheln, bei ihnen sein. Und das Ganze ist auch begleitet durch eine Expertin hier, die so ein bisschen erzählt hat über die Eigenschaften von den Tieren, wie man sich verhält etc. Und ihr seht schon, die sind auf jeden Fall ganz schön gierig, die lieben Freunde hier. Babys gibt es hier übrigens auch. Und es gibt hier auch Rentiere, die irgendwie nur ein Horn haben und solche Sachen. Auf jeden Fall definitiv das Geld wert hier. Übrigens werden Rentiere zwischen 20 und 25 Jahre alt im besten Fall. Also die Männer so um die 20 Jahre und die Damen, die können sogar bis zu 25 Jahre alt werden. Ja, hier wird schon mal ein bisschen gestritten. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Aktivität hier. Und wie gesagt, durch die auch typisch traditionell gekleidete Dame hier, die uns hier so ein bisschen auch über die Geschichte und über die Eigenschaften von Rentieren was erzählt hat, ist das hier wirklich definitiv jeden Cent wert, würde ich immer wieder empfehlen. Und von den Rentieren geht es jetzt auch noch im Tageslicht, wir haben es übrigens kurz vor 13 Uhr, nach Tallvik. Tallvik ist ca. 25 Kilometer von Alta entfernt und Tallvik, das ist ein kleines Fischerdorf. Das heißt, da wird uns gleich so ein typischer norwegischer Fjord mit so ein bisschen, ja, kleinen Häuschen etc. erwarten. Bin ich auf jeden Fall auch schon richtig gespannt drauf. Fahrzeit circa eine halbe Stunde. Und auf dem Weg passieren wir jetzt unter anderem auch den sogenannten Kafjord. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Auf jeden Fall auch hier mit einem imposanten Brückenbauwerk. Und rechts zu sehen das Meer, links zu sehen ein kleiner See und der ist sogar zugefroren. Wirklich sehr beeindruckend hier die Natur. Weiter geht's in Richtung Tallvik. Und ich muss hier nochmal kurz anhalten. Schaut euch das mal an. Hier ist auch so eine Art Wasserfall wahrscheinlich. Und das Ganze jetzt gerade völlig tief gefroren. Schaut euch mal an, wie toll das hier aussieht. Wahnsinn, beeindruckend. Und das direkt an der Straße. Und hier sind wir jetzt angekommen in Tallvik. Wie gesagt, eine gute halbe Stunde von Alta mit dem Auto zu fahren. Es war eine richtig tolle Fahrt gerade. Ich habe euch da ja schon mitgenommen. Also man sieht alleine schon bei der Autofahrt hier richtig tolle Landschaften, schöne Natur. Wahnsinnig alles eingefroren mit dem ganzen Eis und so weiter. Wir haben sogar einen Wal gesehen, der kurz mal im Meer aufgetaucht ist und so ein bisschen rumgehüpft ist. Richtig beeindruckend. Hier sieht man jetzt so einen richtig typischen norwegischen Fjord, so ein kleines Fischerdorf, ein paar Enten, die hier trotz der Kälte auf dem Wasser unterwegs sind und da hinten diese kleinen Häuser und auch wirklich nur ein Laden, eine Tankstelle, ein kleines Restaurant, das war's schon. Und ihr seht ja auch, man kann hier auch komplett
spazieren gehen. Stellt euch das mal vor, wie das hier im Sommer wohl aussieht, wenn die Tage lang sind, man hier möglicherweise auch schwimmen gehen kann etc. Auf jeden Fall ein richtig, richtig süßer Ort, der auch definitiv auf die Bucketlist gehört hier in der Ecke. Kurz vor 14 Uhr und ihr seht, es ist langsam Sonnenuntergangszeit schon wieder. Wir haben jetzt gerade auf dem Rückweg nach Alta bzw. in Richtung Alta nochmal einen Stop bei Kafjord gemacht. Und hier gibt es was richtig Eindrucksvolles direkt an der Straße zu sehen. Wir haben nämlich zum einen hier diesen tollen Fjord. Ich finde, das sieht auch richtig schön aus mit der Spiegelung des Gebirges im Wasser. Und wie ihr seht, hier ist ganz normal das Wasser zu sehen und ja, ein paar Eisschollen und so weiter zwischendrin. Dann haben wir hier einmal die Brücke über diesen Fjord bzw. durch diesen Fjord. Und auf der rechten Seite der Straße haben wir dann eine totale Eislandschaft. Also hier ist wirklich gar kein Wasser zu sehen. Es spiegelt so ein bisschen auf dem Eis, das sieht wie Wasser aus, aber ich kann euch sagen, das ist gefroren. Und das ist doch nochmal richtig faszinierend, das hier zu sehen, wie hier wirklich einfach nur durch die Brücke getrennt sich das Ganze voneinander unterscheidet. Übrigens, positiver Nebeneffekt, das Ganze hier ist richtig leer und man kann hier auch richtig gut mit dem Auto fahren. Man kann sogar auf der Straße spazieren gehen. Das ist alles gar kein Problem hier. Zurück in Alta von dem kleinen Roadtrip. Die Nacht ist auch schon eingekehrt. Es ist stockduster und das Ganze um knapp 16 Uhr jetzt. Nochmal zum Thema E-Mobilität bzw. ja auch Ladesäulen, Lademöglichkeiten hier in Norwegen oder um Alta herum. Also es gibt ja hier nur Mietwagen als E-Autos tatsächlich und für mich ist das auch das allererste Mal, dass ich ein E-Auto wirklich praktisch fahre. Jetzt ist es so, der E-Motor ist wirklich geil, also der macht Spaß. Allerdings ist es tatsächlich auch hier in Norwegen sehr kompliziert mit den Ladesäulen, von meinen Erfahrungen her. Auf den Ladesäulen selber, da steht meistens alles nur auf Norwegisch und es fehlt so ein bisschen an der Beschreibung, wie man das Ganze umsetzt, gerade auch für Anfänger wie mich in dem Thema. Das heißt, ich habe ein bisschen gegoogelt, habe mir dann eine App runtergeladen und mit dieser App, da konnte ich dann Ladesäulen ausfindig machen. Ende der Geschichte, ich habe 3 Ladesäulen abgefahren, die entweder defekt bzw. belegt waren, obwohl sie in der App als voll funktionsfähig oder frei angezeigt wurden. Habe dann eine gefunden, circa 15 Minuten vom Hotel und der Ladevorgang dauert jetzt circa 40 Minuten. In Summe dadurch 70 Minuten, 1 Stunde 10 Minuten an Zeit vergeudet, muss man so sagen, um das Auto wieder aufzuladen und damit wieder so 200 Kilometer Restreichweite zu haben. Meiner Meinung nach steckt das ganze Thema E-Mobilität immer noch in den Kinderschuhen, auch hier in Norwegen. Was denkt ihr denn darüber? Schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare und gerne auch eure Erfahrungen. Der Abend ist eingekehrt und das heißt natürlich Zeit fürs Abendessen. Das gestaltet sich offen gesagt hier in Alta etwas schwierig, denn alle Restaurants oder mehr oder weniger alle Restaurants, die man so auf Google Maps findet bei der Recherche, haben eine vergleichsweise schlechte bzw. mittelmäßige Bewertung. Man sieht da Pizzarestaurants mit 3,2 etc. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch kein Restaurant gefunden, was ich jetzt so typisch norwegisch einordnen würde. Also beispielsweise mit Fischgerichten hier aus der lokalen Umgebung etc. Leider nichts gefunden. Wir haben uns jetzt für ein Pizzarestaurant entschieden. Und dieses Pizzarestaurant, das war jetzt so ein bisschen außerhalb von der Stadt, ein paar Minuten mit dem Auto. Aber die Pizza sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Kosten tut das Ganze ca. 20 Euro pro Pizza. Also seid euch da auf jeden Fall bewusst, wenn ihr hier mal her wollt. Es ist wirklich sehr, sehr teuer. Und wie gesagt, hier in der Umgebung mit den Restaurants eher so eine schwierige Sache. So, und jetzt nach dem Essen musste gerade alles ganz schnell gehen. Wir haben gerade schon so ein paar Nordlichter in der Nähe von dem Restaurant gesehen und haben uns direkt auf den Weg gemacht, irgendwie kurz an der Seitenstraße rein, geguckt, dass hier jetzt nicht mehr allzu viel Licht ist und ähnliches. Und von hier aus kann man sie jetzt tatsächlich relativ gut sehen. Ich zeige euch das mal. Und hier einmal zu sehen mit dem Schnee, eine wunderbare Kulisse, die Nordlichter. Es sind zwar ein paar Wolken am Himmel, immer mal wieder, aber es erstrahlt hier richtig, richtig gut und vor allem durch die Kamera kommt das gerade nochmal richtig gut rüber.
mit den eigenen Augen, da sieht man sie auch etwas tatsächlich, aber gerade so mit dem Handy bzw. hier mit der Kamera sieht man das Ganze nochmal deutlich verstärkter. Das ist wirklich ein richtig, richtig toller Einblick hier in die Natur. Also Wahnsinn, sowas wirklich mal live zu sehen. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 2 hier in Alta. Erstmal Licht angemacht, denn es ist 8:30 Uhr und logischerweise noch dunkel. Ja, 8:30 Uhr. Wir sind um 6 Uhr aufgestanden, haben uns einen Wecker gestellt, denn wir hatten über eine App geschaut, wann man die Nordlichter nochmal sehen kann, ob es da vielleicht irgendwie nochmal eine Möglichkeit gibt, auch vor dem Sonnenaufgang. Und uns wurde gesagt in der App, dass das Ganze möglich sei, so zwischen 6 und 7. Also haben wir uns nochmal auf den Weg gemacht heute Morgen, ganz spontan. Aber wir haben sie leider nicht mehr gesehen und das ist wirklich ein Punkt. Also es ist echt Glückssache, diese Nordlichter zu sehen. Gestern Abend, wie gesagt, gab es die Möglichkeit. Heute Nacht, ja, geschlafen, keine Ahnung. Aber heute Morgen gab es die Möglichkeit leider nicht. Es war doch ein bisschen wolkig und man konnte nichts sehen. Also das muss euch wirklich bewusst sein bei einer Reise hierher. Das Ganze ist echt Glückssache und es gibt hier auch keine Garantie, die zu sehen. Wir sind froh, dass wir es gestern Abend einmal ermöglichen konnten. Auf jeden Fall stehen heute noch einige Sachen auf dem Programm. Ich habe so ein bisschen nochmal geschaut, was es hier so für landschaftlich interessante Orte gibt, ob man hier nochmal mit dem Auto ein bisschen rumfahren kann. Und da ist doch nochmal einiges auf die Liste gekommen. Gucken wir mal, was der Tag so bringt. Aber nochmal der Hinweis, man verbringt hier wirklich viel Zeit im Hotel. Also die Tageszeit jetzt so im Winter, 10 bis 14 Uhr, die man wirklich nutzen kann, aktiv, wo es also hell ist, die sollte man auch wirklich nutzen, da sollte man wirklich unterwegs sein. Und danach, da sollte man sich dann immer Aktivitäten parat halten, die man eben auch im Dunkeln gut machen kann. So, und der erste Stopp heute ist in Stengelsen, so heißt das, circa 15 Minuten entfernt von Alta. Und wir haben uns jetzt hier gerade einmal eine Husky-Farm angeschaut. Und ihr seht schon, das Ganze hier, auch die Farm etc., das ist hier in so einer Seitenstraße gelegen, alles natürlich völlig verschneit. Und man sieht hier auch im Schnee schon die Spuren von dem Schlitten. Denn ihr habt hier die Möglichkeit, in dieser Gegend Husky-Touren zu buchen. Dazu gibt es verschiedene Online-Anbieter, wo ihr das buchen könnt etc. Ihr könnt es auch teilweise direkt bei den Anbietern, also bei den Veranstaltern buchen. Und das Ganze kostet dann so umgerechnet 250 €. Wir hatten jetzt gerade mal die Möglichkeit, uns die Huskies selber live anzusehen. Die sind hier ganz normal auf so einem großen Außengelände, haben komplett immer eine Kette. Das heißt, sie sind jetzt nicht frei rumlaufend hier oder so. Und uns wurde auch gerade erklärt, warum. Denn die Tiere würden die Menschen tatsächlich, die sie nicht kennen, auch angreifen. Es sind also klassische Jagdtiere, die da auch so ein bisschen menschenscheu sind, gerade gegenüber fremden Menschen. War auf jeden Fall super interessant. Wie gesagt, buchbar ganz normal hier über diese Touranbieter oder direkt bei den Veranstaltern. Einfach googeln, es gibt hier wirklich ganz, ganz viele Anbieter. Und von den Hunden geht es wieder zurück auf die Piste, beziehungsweise hier auf die Straße, wenn man sie dann trotz des Schnees so nennen möchte. Wir fahren jetzt nochmal entlang des Flusses Gamelbollo. Das ist ein Fluss, der hier auch rund um Alta die Gebirge durchfließt quasi. Ist wahrscheinlich gerade gefroren, aber hier soll es auch noch ein arktisches Hotel geben. Das heißt ein Hotel, was wirklich so in so einer Art Iglo-Form aufgebaut ist. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie das aussieht. Und ihr seht schon, hier haben wir so klassische Gebirgsstraßen. Auch hier alles befahrbar, freigeräumt und auch wirklich richtig spannend, hier mal so durchzufahren. Und hier sind wir jetzt angekommen an dem Fluss Gamelbollo. Und ihr seht schon, der ist auch weitestgehend zugefroren. Es liegt sogar ein bisschen Schnee auf der Eisschicht. Wenn wir jetzt einmal schauen, hier ist wieder so eine kleine Brücke, die den Fluss ein bisschen überquert. Und auf der anderen Seite, weiter in Richtung der Gebirgslandschaft dann, sehen wir da hinten auch so ein paar Flächen, wo es nicht zugefroren ist. Und man hört hier tatsächlich auch das Wasser so ein bisschen sprudeln. Das heißt, hier ist möglicherweise auch irgendwo noch eine kleine Strömung beziehungsweise sogar ein kleiner Wasserfall in der Nähe. Das ist auf jeden Fall auch von der Natur her richtig, richtig toll. Wie gesagt, auch nur wenige Minuten hier entfernt. Und der nächste Stopp ist jetzt in Sorris Nifa, heißt das. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist hier so ein Arctic Lodge Areal. Das heißt, ihr findet hier ein Hotel, das wirklich direkt in der Arktis eingebaut ist. Und das Spannende ist, hier gibt es auch eine Iglo-Landschaft.
Die haben uns das gerade erklärt. Leider ist es jetzt gerade geschlossen, man kann es nicht besichtigen. Aber hier gibt es wirklich ein igluförmiges Hotelareal. Das heißt, das wird jeden Winter neu aufgebaut aus Eis. Und da ist dann eine Bar drin und ja, ein paar Sitzmöglichkeiten etc. Das Ganze kostet 30 € Eintritt. Scheint aber wirklich mega der Geheimtipp zu sein, denn da drin kann man auch wirklich so Kunstwerke besichtigen etc. Sieht auf jeden Fall richtig interessant aus von außen. Da hinten kann man es auch einmal sehen. So sieht das Ganze hier aus. Wirklich riesige Freifläche. Und es gibt hier auch wieder unsere Freunde, unsere Rentiere nämlich. Und von hier aus kann man auch Rentiertouren buchen mit dem Schlitten. Das heißt, ihr werdet von einem dieser netten Zeitgenossen hier dann gezogen oder vielleicht auch 2 oder 3. Die werden da auf jeden Fall vor den Schlitten gespannt und dann ziehen die euch durch die schöne Winterlandschaft hier. Wenn ihr nicht so Lust habt auf Rentiere, dann gibt es aber auch hier das Schneemobil. Da werden auch Touren angeboten mit. Nachdem wir jetzt nochmal einen kleinen Zwischenstopp in Alta gemacht haben, geht es jetzt nochmal weiter in den Nordwesten in Richtung Raffsboten. Und hier passieren wir jetzt gerade nochmal das Meer und ihr seht, hier in der Ufernähe ist das Meer sogar komplett gefroren. Also komplett mit einer dicken Eisschicht überzogen. Sieht auf jeden Fall auch sehr faszinierend aus. Und hier sind wir jetzt angekommen in Raffsboten. Oder so ähnlich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber völlig egal. Ihr findet übrigens alle Orte, die wir hier besucht haben, entweder in der Ortsangabe auf den Videos, beziehungsweise unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Reinschauen lohnt sich. Und hier gibt es jetzt nochmal eine richtig schöne Schneelandschaft. Und zwar haben wir hier schon den Sonnenuntergang langsam wieder. Es ist übrigens 13:30 Uhr. Und da hinten seht ihr das Meer. Und es ist teilweise, wie gesagt, zugefroren, wie gerade schon auf dem Weg gesehen. Und hier vorne nochmal richtig schön zugefrorene Wiesen, alles schneebedeckt und es gibt hier auch tatsächlich Feldwege, auf denen man richtig gut spazieren gehen kann und sich da hinten auch nochmal die Skyline von Alta ansehen kann, beziehungsweise die zugefrorene See komplett nah erleben kann. Und am letzten Abend nochmal der Versuch, die Nordlichter zu jagen. Es ist wirklich eine Jagd, man kann es nicht anders sagen. Jetzt sind wir wieder am Stadtrand von Alta und man kann sie trotz der Wolken tatsächlich doch nochmal ein bisschen sehen. Und zwar stehen wir hier jetzt auf einer Seitenstraße in so einer Wohngegend ganz am Rand der Stadt und man kann zumindest ein bisschen im Hintergrund erkennen. Es ist sehr, sehr wolkig, wie gesagt, aber es scheint so ein bisschen durch. Und das Schöne ist, wenn man jetzt die Handykamera nimmt vom iPhone, dann kann man es doch nochmal deutlich besser sehen. Und um euch das nochmal vernünftig zu zeigen, mit einer Langzeitbelichtung auf dem iPhone sieht das Ganze dann so aus. Also eine richtig schöne Kulisse mit ein bisschen Sternenhimmel, diesen Strommasten, dem Schnee und im Hintergrund die Nordlichter. So schnell gehen sie vorbei. 3 Tage in Alta hier in Norwegen. Und natürlich für euch noch eine kleine Zusammenfassung und mein persönliches Fazit zu diesem Reiseziel hier. Erstmal muss man natürlich sagen, es ist super erreichbar durch die neue Verbindung mit Discover Airlines und dem Direktflug eben von Frankfurt hier nach Alta. Perfekt, in 3 Stunden seid ihr da. Kein Umsteigen, kein nichts. Einfach hin. Ich muss euch aber auch sagen, Discover Airlines fliegt meistens so 2-mal die Woche und ich bin der Meinung, 3 bis 4 Tage hier oben reichen definitiv. Denn Alta selber, eine sehr, sehr schöne Stadt, aber auch wirklich sehr, sehr klein. Das heißt, ein paar Einkaufsmöglichkeiten, ein paar Restaurants. Das war es allerdings auch schon. Und rundherum habt ihr eigentlich auch die ganzen
Sehenswürdigkeiten beziehungsweise auch diese tollen Landschaften in 1, 2, 3 Tagen abgeklappert. Das heißt, ich würde dieses Ziel tatsächlich eher für so einen Kurztrip, vielleicht für so ein verlängertes Wochenende, zum Beispiel von Donnerstag bis Sonntag, so wie wir das jetzt gemacht haben, hier empfehlen. Eine ganze Woche hier zu sein, stelle ich mir auf Dauer schon ein bisschen schwierig vor. Ich habe es ja mehrmals gesagt im Video, euch muss natürlich auch klar sein, dass hier in Alta auch viel Zeit im Hotel verbracht wird. Durch die kurzen Tage ist es natürlich so, dass man das Tageslicht ausnutzen sollte, aber dann meistens auch relativ früh wieder ins Hotel zurückkehrt und dann eben auch hier viel Zeit verbringt. Was mir persönlich hier in Alta nicht so gut gefallen hat, wo ich einen Abzug geben würde, das ist das gastronomische Angebot. Das könnte ein bisschen besser sein, ein bisschen umfangreicher. Alleine schon, weil es ja wirklich auch eine sehr touristisch geprägte Region hier oben ist. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber ansonsten ist das hier wirklich ein Reiseziel, was ich in jedem Fall empfehlen kann. Auch toll für die Nordlichter. Wir haben sie jetzt an nahezu jedem Abend gesehen. Da gibt es wirklich viel zu entdecken hier, auch von der ganzen Natur. Und klar, es ist ein Winterreiseziel, aber es ist genauso gut auch im Sommer sicherlich ein tolles Ziel. Wenn die Tage dann hier lang sind, dann kann man das Ganze auch nochmal ohne Schnee bewundern. Meiner Meinung nach wirklich ein tolles Reiseziel, was sich anbietet, wenn man mal ein verlängertes Wochenende im skandinavischen Raum verbringen will. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wie immer gilt natürlich gerne teilen, liken und kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt und neugierig seid auf weitere Vlogs, Flugreports, spannende Erlebnisse und Tipps und Tricks rund ums Reisen, dann jetzt hier unten abonnieren bei zwischen Gate und Ziel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.